Wie kann etwas Unsichtbares so viel Schmerz verursachen? Fibromyalgie gilt ja offiziell als nicht entzündlich. Und trotzdem erleben wir Symptome, die genau danach klingen. Schmerzen, die plötzlich da sind wie aus dem Nichts, Müdigkeit, die einfach nicht aufhört oder Schlaf, der einfach nicht erholsam ist. Und es gibt einfach kein Wohlbefinden mehr. Die Forschung hat dafür inzwischen neue Antworten gefunden und genau da möchte ich dich heute mitnehmen. Ja, und im zweiten Teil des Videos, da möchte ich dir zeigen, welche Möglichkeiten du als Betroffene hast, um diese neuen Erkenntnisse für deine Regeneration und Gesundheit zu nutzen. Ich bin Carola Schröder, selbst von Fibromyalgie betroffen und ich weiß ganz genau, wie hilflos man ist, wenn die Blutwerte unauffällig sind, man sich aber trotzdem total krank fühlt und sich einfach nur Schmerzlinderung wünscht. Fakt ist, die Ärzte lernen während ihrer Ausbildung immer noch, dass Fibromyalgie keine Entzündungen zeigt. Die Blutwerte sind normal und viele von uns kennen ja diesen Satz, da ist nichts, sie sind gesund. Da fragen sich natürlich viele, wie kann das bloß sein? Ich fühle mich doch total krank und mein Körper schreit nur noch nach Ruhe. Das hat einen Grund. In der Schulmedizin beziehen sich Entzündungswerte immer auf akute Entzündungen, also auf Reaktionen, bei denen der Körper sofort Alarm schlägt. Fieber zum Beispiel oder Rötung, Schwellung, eben auch erhöhte Werte im Blut. Doch Fibromyalgie ist anders. Hier läuft nichts akut, sondern im Hintergrund, leise, unauffällig, aber eben dauerhaft. Und genau hier setzt die neue Forschung an. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler entdeckt, dass es Entzündungen gibt, die kaum messbar sind, weil sie chronisch unterschwellig im Körper aktiv sind. Diese Entzündung nennt man stille Entzündungen. Das sind Prozesse im Körper, die nach außen unauffällig bleiben, aber innerlich alles verändern. Und das könnte erklären, warum so viele von uns trotz unauffälliger Werte Schmerzen und andere Symptome haben. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das mit den stillen Entzündungen genau abläuft, und da möchte ich mal ein Beispiel nennen. Stell dir ein Feuer vor, das nicht hell lodert, sondern nur ein ganz bisschen glimmt, nur ganz wenig. Aber es hört auch nie ganz auf. Man sieht das kaum, aber der Rauch breitet sich im ganzen Körper aus. Genauso funktionieren stille Entzündungen. Es gibt kein Fieber, keine geschwollenen Gelenke, keine klassischen Anzeichen. Aber im Immunsystem passiert was. Das sendet ständig winzige Signale aus. Das sind diese kleinen Botenstoffe, die eigentlich helfen sollen, aber auf Dauer stressen sie den Körper. Und diese Prozesse lassen sich heute an feinen Veränderungen im Immunsystem messen. An Botenstoffen nämlich, die ständig aktiv sind, obwohl sie gar keinen akuten Infekt bekämpfen. In der Schulmedizin werden solche Werte bisher kaum überprüft. Die meisten Labore schauen auf Anzeichen akuter Entzündung, also CRP oder Blutsenkung. Aber stille Entzündungen, die zeigen sich in ganz anderen Signalen. Zum Beispiel, wie schon gesagt, Botenstoffe, IL-6, also Interleukin 6 oder TNF-Alpha zum Beispiel. Solche Werte können Hinweise liefern, werden aber bisher nur in der Forschung oder auch in spezialisierten Praxen gemessen. Es gibt Privatärzte oder Heilpraktiker, die schon mit solchen Werten arbeiten, aber die Kassenärzte in der Regel nicht. Ja, und diese neuen Forschungen, die helfen uns, immer besser zu verstehen, was im Körper bei Fibromyalgie wirklich passiert. Die zeigen, dass bestimmte Immunprozesse dauerhaft aktiv sind. Das kann man daran erkennen. Und genau das kann erklären, warum sich viele Symptome so hartnäckig halten bei uns. Ja, diese unterschwelligen Entzündungen, die können viele typische Fibromyalgie-Symptome verstärken. Die Schmerzen können intensiver werden, weil das Nervensystem empfindlicher reagiert und die Schmerzschwelle sinkt. Dinge, die eigentlich gar nicht wehtun, tun plötzlich weh. Auch Müdigkeit kann zunehmen. Das Immunsystem steht ständig unter Strom durch diese Sache und das kostet Energie. Der Schlaf wird unruhiger, weil diese Botenstoffe sogar in den Schlaf-Wach-Rhythmus eingreifen. Wusste ich vorher auch nicht. Und wenn der Körper keine echte Erholung mehr findet, dann gerät alles aus dem Gleichgewicht. Und viele spüren dadurch auch diesen Fibro-Fog. Konzentration und Gedächtnis lassen nach.
Man fühlt sich, als wäre der Kopf in Watte. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass Entzündungsprozesse auch das Gehirn belasten. Da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Ja, und selbst die Stimmung kann betroffen sein, denn einige dieser Botenstoffe beeinflussen direkt, wie wir uns fühlen. Die können depressive Phasen oder Reizbarkeit verstärken. Und all das zeigt, wie eng Körper, Nervensystem und Immunsystem bei Fibromyalgie zusammenwirken. Ja, die Forschung bestätigt inzwischen viele dieser Zusammenhänge. Bei etwa der Hälfte der untersuchten Betroffenen fand man leicht erhöhte Spiegel bestimmter Entzündungsbotenstoffe, wie ich sie eben schon genannt habe, IL-6, TNF-Alpha. Diese Werte sind nicht so stark wie bei klassischen Entzündungen, zeigen aber, dass das Immunsystem dauerhaft leicht aktiviert ist. Im Immunsystem zeigen sich also wohl, so wie das aussieht, Muster, wie man sie auch bei Autoimmunerkrankungen sieht, auch wenn es keine Autoimmunerkrankung ist nach jetzigem Wissen. Und im Gehirn, und das ist wirklich interessant, finde ich, da konnte man mit modernen PET-Aufnahmen, also eine spezielle Bildgebung, tatsächlich Entzündungsaktivität sichtbar machen im Gehirn. PET ist nichts Neues, das wird seit Jahrzehnten in der Medizin eingesetzt, etwa in der Krebs- oder Hirnforschung, da nutzt man das. Und jetzt nutzt man es eben auch, um Entzündungsprozesse im Gehirn sichtbar zu machen. Und dabei erkennt man Immunzellen, die überaktiv sind. Und das vor allem in Bereichen, die mit Schmerzverarbeitung und Erschöpfung zu tun haben. Lasst uns jetzt aber darüber sprechen, was man denn selbst aktiv tun kann, um diese stillen Entzündungen zu beruhigen und den Körper ein bisschen zu entlasten. Dazu ist es hilfreich zu wissen, dass es für stille Entzündungen nicht nur eine Ursache gibt. Man kann im Grunde zwei verschiedene Wege unterscheiden, wie sie entstehen. Der erste Weg betrifft das Immunsystem selbst. Das reagiert warum auch immer, das ist jetzt gerade nicht das Thema. Das Immunsystem schaltet nicht mehr richtig ab und produziert dauerhaft kleine Mengen an diesen Entzündungsbotenstoffen. Nur so kleine Mengen. Und das ist genau das, was man bei Fibromyalgie vermutet. Das Immunsystem steht unter Dauerstress und kommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Und der zweite Weg betrifft den Lebensstil, also Dinge wie zu wenig Bewegung oder eine Ernährung mit vielen schnellen Kohlenhydraten oder anderen entzündungsfördernden Lebensmitteln und auch ein Ungleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3. All das kann stille Entzündungen zusätzlich anheizen. Und wenn, wie bei Fibromyalgie, der erste Weg, also dieses überaktive Immunsystem, im Vordergrund steht, dann ist es umso wichtiger, auf diese zweite Ebene zu achten. Denn wenn wir uns dann zusätzlich noch entzündungsfördernd ernähren oder zu wenig bewegen, dann kommt das ja noch obendrauf und verstärkt die Belastung im Körper. Die gute Nachricht ist, gerade hier haben wir Einfluss oder da können wir Einfluss nehmen. Schon kleine Veränderungen können helfen. Eine angepasste antientzündliche Ernährung, regelmäßige, verträgliche Bewegung und vor allem eine bessere Balance zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Gerade die Ernährung spielt bei der Entzündungsneigung im Körper eine große Rolle. Viele essen zwar eigentlich gesund, merken aber trotzdem keine Besserung. Und das liegt oft daran, dass bestimmte Lebensmittel, stark verarbeitete Produkte, Zucker, aber auch manchmal Weizen- oder Milchprodukte, da gibt es halt einiges, was die Entzündungsprozesse zusätzlich anregen kann. Und wenn du wissen möchtest, welche Ernährungsfehler bei Fibromyalgie und wahrscheinlich auch sonst besonders häufig sind, dann schau dir dieses Video an. Und übrigens, auch die Haut kann auf stille Entzündungen reagieren. Manchmal erzählen Betroffene mir von Rötungen, Brennen oder Jucken und auch ich hatte das früher. Und ich nutze schon lange die Produkte von MySalifree. Das ist reizfreie Pflege ohne Duftstoffe oder Alkohol. Und MySalifree unterstützt dieses Video und stellt Biokosmetik in Österreich her, die speziell für sensible Haut entwickelt wurde. Und wenn dich das interessiert, dann schau in die Videobeschreibung, da findest du einen Link und auch einen 10% Rabatt. Jetzt nochmal zum Omega-3, das spielt bei Entzündung auch eine wichtige Rolle, weil es Entzündungsprozesse beruhigen und das Nervensystem stabilisieren kann. In der Videobeschreibung findest du weitere Infos zum Omega-3 und wenn du wissen möchtest, worauf es darauf wirklich ankommt, dann schau am besten in dieses Video rein.
Da zeige ich, wie du Qualität, Dosierung und Einnahme richtig einschätzt und wie du unnötige Fehlkäufe vermeidest. Eines möchte ich unbedingt noch ansprechen und das ist mir wirklich wichtig. Wenn du dir manchmal anhören musst, dass Fibromyalgie nur in deinem Kopf ist oder dass du einfach zu empfindlich bist, dann will ich dir eins sagen. Deine Symptome sind real. Es gibt inzwischen genug Belege, dass Nervensystem und Immunsystem bei Fibromyalgie aus dem Gleichgewicht geraten und dann entstehen solche Symptome. Du bist kein Hypochonder, du bist auch kein Weichei, im Gegenteil. Du bist wirklich stark, weil du jeden Tag weit über deine Kräfte hinausgehst. Das machen wir alle, einfach um irgendwie weiterzumachen, um irgendwie klarzukommen. Nicht wir Betroffenen bilden uns etwas ein, sondern diejenigen, die Forschung und Realität noch immer ignorieren. In diesem Interview hier erzählt Ellen, wie sie jahrelang von Arzt zu Arzt geschickt wurde, immer wieder mit dem Satz, alles nur psychisch. Da zeigt sie eindrücklich, wie sie damit umgegangen ist. Das ist wirklich interessant. Und hier erfährst du, warum viele Ärzte immer noch mit veraltetem Wissen arbeiten und wie du dich besser auf dein nächstes Arztgespräch vorbereiten kannst. Da ist auch ein PDF-Leitfaden kostenlos dabei. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis bald.